Hallo, ich bin Björn Sorge, Vice President Experience Design bei ProSieben und verantworte mit meinem Team die digitale Experience in unseren Produkten. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil ich hatte schon zweimal das Glück, den UX Design Award entgegenzunehmen mit meinen Teams und wechsle jetzt dieses Jahr erstmalig die Seite und bin in der Jury mit dabei und bin mal gespannt, auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu können. Natürlich auch so aus dem eigenen Antrieb heraus, sich einfach mit den Jurykollegen zu treffen, auszutauschen. Wie handelt ihr das ganze Thema Corona und Produktentwicklung über Team-Calls, nicht in einem Raum zu sitzen, keine Post-its zu kleben? Welche Herausforderungen habt ihr? Also auch einfach diesen Austausch mit den Kollegen innerhalb der Jury auch zu finden. Und ja, da freue ich mich drauf. Bin ich auch ein Stück weit stolz, in diesem erlauchten Kreis aufgenommen zu sein und freue mich auf alles, was da kommt. Was macht gutes Experience Design aus? Das ist eine sehr gute Frage, denn was ich oftmals in meinem Alltag immer noch feststelle, ist, dass ich echt den Kollegen immer noch den Unterschied zwischen UX und UI erklären muss und dass man auch oftmals Design, also gerade wenn das Wort Design drinnen steckt, konnotieren schon so viele Menschen immer, okay, das sind die, die es dann noch schön machen, ja, so. Und ich finde, gutes Experience Design erkennt man daran, oder auch ein Produkt erkennt man daran, dass Experience Design von Anfang an eingebunden ist. Also dass wirklich klar herausgestellt wird, Design ist für dieses Produkt ein Differenzierungsmerkmal. Wir haben Designer dabei gehabt von Anfang an, nicht um es schöner zu machen, sondern um es besser zu machen. Und das in einem Produkt zu erkennen, das wird auch, glaube ich, die Aufgabe sein, im Rahmen der Jury herauszufinden, hat man jetzt noch schnell UX-Designer eingebunden, hat man noch schnell UI-Designer eingebunden und jetzt reicht man es bei einem Award ein oder hat man wirklich vor, mit diesem Produkt etwas zu verbessern? Ja? Das Zweite ist, ich finde, man erkennt auch sehr, sehr schnell dieses berühmte Liebe zum Detail. Ja? Also das macht schon auch nochmal was aus, wobei ich immer dazu sagen muss, es geht hier nicht um Verkünsteln. Also ich mache es jetzt nicht die Liebe zum Detail, dass es künstlerisch noch irgendwie top ausschaut, sondern oftmals ist diese Liebe zum Detail, das ist dann nochmal so der Extrapunkt. Ja, ich habe auch oftmals, höre ich dann so, ja, dann kommen die Designer und dann machen wir noch ein bisschen Feenstaub drüber. Also Feenstaub drüber zu packen, ist das Schwerste überhaupt. Das sind die letzten 5%, das ist die Extrameile, die man gehen muss. Und die packt man nicht einfach mal so oben drüber, sondern das muss eigentlich sehr tief im Produkt verankert sein. Auch spannend finde ich natürlich, und daran erkennt man auch gutes Experience Design, wie sehr ist der Kunde in diesen ganzen Produktentwicklungsprozess eingebunden. Also macht man Researches, holt man Feedbacks, nimmt man Prototypen, die man vertestet, nimmt man das Feedback ernst, bin ich als Produktverantwortlicher auch bereit, ein gewisses Teil meiner Macht abzugeben, den Kunden zu überlassen. Und das ist zum Beispiel die Aufgabe auch von Experience Design, das zu moderieren und das auch in richtige Bahnen zu lenken. Und gerade stellt man jetzt ja auch fest in den letzten Jahren, dass sehr viel digitale Lösungen eingebaut oder eingereicht werden beim UX Design Award. Und ich finde, auch das ist Aufgabe von Experience Design, den Leuten die Angst zu nehmen. Also klare Prozesse oder klare Dinge, die ich früher gemacht habe, die habe ich halt haptisch gemacht. Ich wusste, was es ist. Heute ist alles digital. Ich klicke irgendwo, es verschwindet. Ich weiß nicht, kommt es an. Also es sind viele Ängste dabei und ich finde auch, Experience Design muss diese Ängste abbauen. Einfach mal ein schönes Beispiel. Ein Künstler, also wenn ein Designer ein Künstler wäre, der malt ein Bild in einem Museum und da setze ich mich davor und das schaue ich an und da entsteht vielleicht eine Emotionalität. Aber bei einem Produkt, das ein Designer entwickelt, wollen wir ja, dass die Leute interagieren, also dass sie darauf zugehen, dass sie es nutzen und diese Hemmschwelle abzubauen und Technik nicht wie Technik aussehen zu lassen, sondern immer noch dem Kunden das Gefühl zu geben, du bist hier willkommen. Das ist alles Aufgabe von Experience Design und ich bin sehr gespannt, ob man das dann auch in den Einreichungen dieses Jahr so erkennt. Ist natürlich schwierig, jetzt hier von ProSieben auszusprechen, weil mir fallen konkret zwei Sachen ein. Das ist einmal Netflix und es ist ganz neu das Brand- und Product Experience Design von Hulu. Warum Netflix?
ich persönlich finde, dass Netflix so viel im ganzen Bewegtbildkonsum verändert hat. Ja? Man geht da rein, man findet den Content, man findet sich sofort zurecht. Also ich finde, da hat Netflix sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht und auch diese Verbindung zwischen Design und Technologie, weil am Ende steckt sehr viel Technik dahinter. Ne? Also die Recommendation, die dahinter liegt, um mir immer den richtigen Content zu liefern, mir gute Vorschläge zu machen. Aber die Technik ist überhaupt nicht sichtbar. Ja? Sie ist da. Aber das Design ist sichtbar und ich finde, es ist sehr, sehr homogen. Was mir bei Hulu sehr gut gefällt ist, wie gesagt, das ist ja ganz aktuell und brandneu, die haben wirklich geschaffen, dass Kommunikation, also Brand und Product miteinander verschmilzt und so eine extrem holistische Brand Experience entsteht. Also wenn ich mir die Plakate anschaue oder die Kommunikation anschaue, bin ich schon im Produkt drin. Und obwohl ich nicht interagieren kann, ich kann nur konsumieren, indem ich es mir anschaue. Ich bin sofort in dieser Welt drinnen. Das haben die so wahnsinnig gut gemacht. Das sind meine 2 Role Models für wirklich gutes Product und Experience Design.